Mein Name ist Carsten und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Während diese Sirenen tönten, wussten früher alle Menschen, was zu tun ist. Fliegeralarm. Die Bevölkerung ließ alles stehen und liegen und suchte den schnellsten Weg in den nächstgelegenen Schutzraum auf. Die heutige Generation kennt diese Sirenen eher nicht. Für viele war es schrecklich dort unten, denn die Menschen bangten um ihr Leben. Unser Hobby ist es, diese verlassenen Bunkeranlagen aufzusuchen und für euch zu dokumentieren, um nachzuvollziehen, wie es früher einmal war. Doch diese Anlagen zu finden und diese zu betreten, ist nicht immer so einfach. Eins können wir euch sagen, hier war definitiv noch kein Lost Placer drin in diesem Bunker. Wenn hier überhaupt mal einer drin war nach dem Zweiten Weltkrieg. Hey, du hängst da wie ein Sack Kartoffeln, ne? Das ist nicht ohne. Das könnte eine Nummer zu hart sein hier, oder? Unser Eingang, Leute. Alter, ist das eng. Da kommt voll die Geräusche aus dem Bunker. Boah, ist das eng. Ey, ist ja alles voller Schlamm. Wieder kommen Geräusche aus dem Bunker. Ja, ich höre die ganze Zeit Geräusche. Alter, ist das... Wow. Guck dir das mal an. Ja. Hier war ja seit Jahren keiner mehr. Das ist alles Schlamm. Das ist ja unglaublich. Guck mal, wie tief ich hier einsinke. Aber vielleicht ist so unten das. Genau. So, der liebe Michel war eben schon mal hier unten, hat den Bunker hier schon mal abgecheckt gerade eben. Problem ist, die Türe ist hier unten zu, aber über der Türe befindet sich eine Luke. Und da müssen wir jetzt irgendwie probieren durchzukommen. Das zweite Problem ist, wenn wir durchkommen, kommen wir von der anderen Seite nicht mehr hoch. Das ist quasi ein One-Way-Ticket. Wir haben uns jetzt hier irgendwas zusammengesucht, womit wir dann versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Danke. Guck dir das mal an hier. Hier ist alles voller Spinnennetze. So, und hier unten haben wir so einen Korb gefunden. Ey, du bist gerade komplett hier runtergerutscht, ein kompletter Arsch. Ja, ich will's machen. Guck mal, wie lose das Geländer ist an der Seite. So, wir probieren jetzt quasi mit dem Stuhl und dem Korb irgendwie eine Leiter zu bauen. Alter, ist das viel Schlamm. Das ist echt höher als gedacht. Das wird übel. Das wird richtig übel, von der anderen Seite wieder nach hier zu kommen. Oder? Das wird so schön übel. Oh, eine Leiter, wa? Naja, Alter. Was? Das ging ja bestimmt. Das schaffen wir nicht, weil wir auf der anderen Seite nichts Machtschützen haben. Auch eine Leiter. Weil, guck mal, ich bin schon hoch. Ihr seht das noch. Ja, aber du hast auf deiner Seite hoch. Guck mal rein. Ja, wir stehen hier komplett in der Suppe, ne? Und? Das Problem ist einfach, ich weiß, was du meinst, du hast ein Rohr auf dem Boot. Aber Wer weiß, ob das Rohr hält. es wird so nicht hinhauen. Wir brauchen mindestens eine Trittleiter, die so hoch ist, damit wir feststehen. Sieht da hinten aus. Sieht gut aus. Du hast auch mal ein Stück so hoch wie hier Wasser und dann kommt der Eingang. Sieht richtig gut aus. Ja, aber wir brauchen eine Leiter. Also wir müssen irgendwie eine Leiter besorgen. Wie groß ist das Loch oben? So. Ja, der ist gut. Ich bin einfach noch festgegangen in dieser.
Ja, weil die seit Jahren nicht mehr auf war. Wir sind jetzt mittlerweile wieder raus aus dem Bunker. Das klappt auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir noch eine Leiter besorgt kriegen und müssen dann einen zweiten Versuch wagen. Wir sind wieder zurück im Bunker, haben uns jetzt hier sämtliche Sachen in der Region zusammengesucht. Unter anderem haben wir hier Bretter gefunden, einen Bierkasten haben wir gefunden und so ein Regal. Und hiermit probieren wir jetzt hier oben hochzukommen. Problem ist natürlich, wieder rauszukommen, Leute. Der Michel opfert sich, probiert es aus, um in diesen Bunker zu kommen, Leute. Der Eingang war so hart, dass die Schuhe vom Kollegen tatsächlich ein Loch bekommen haben. Er wird irgendwo hängen geblieben sein. Ja, und die Schuhe laufen jetzt erstmal voll, ne? Scheiße. Let's go. Okay, wie hast du es vor? Einmal draufsteigen, rein und wir geben alles rüber. Aber guck erstmal, ob das vernünftig alles so ist, ne? Teamwork. Pass auf mit den Brettern, ne? Boah, Alter, das ist schon wackelig, ne? Ja. Das ist wackelig. Bist du dir sicher? Nee. Boah, ist da viel Staub. Die hat schon seit 100 Jahren keiner mehr gekehrt. Geil. Alter Schwede. Das ist auf jeden Fall ein Eingang, Leute. Das ist unglaublich. Eins können wir euch sagen, hier war definitiv noch kein Lost Placer drin in diesem Bunker. Wenn hier überhaupt mal einer drin war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich hab dein Licht gesehen. Hey, du hängst da wie ein Sack Kartoffeln, ne? Wie willst du denn da jetzt rein, Digga? Du musst doch da mit dem Kopf jetzt überhängen. Gut, das ist nicht leicht, oder? Das ist nicht ohne. Das könnte eine Nummer zu hart sein hier, wa? Wir haben es geschafft, Leute. Schaut euch dieses Teil an. Komplett unberührt. Wir befinden uns hier direkt im Männerklo. Hier haben wir so gelbe, orange Fliesen. Alter, ist das krass. Funktioniert natürlich nicht mehr. Guckt euch mal diese alten Toiletten an. Wahnsinn. Hier war wahrscheinlich seit 40, 50 Jahren keiner mehr drin. Guckt euch mal diese alten Türen hier an. Wir werden gleich sehen, dass der Bunker so ein bisschen wohnhaft oder wohnlich eingerichtet sein soll. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stadt, in der wir uns hier befinden, sowas von bombardiert. Hier stand wirklich fast nichts mehr, sodass die Leute tatsächlich hier im Bunker für eine Zeit lang leben mussten. So, das fängt hier halt schon an mit dieser grünen Tapete. Das sollte halt ein bisschen wohnlich sein. Und schaut euch das mal an, Leute, da oben diese Schilder. Aufenthaltsraum. Hier haben wir noch eine Lampe, Beleuchtung. Das hier wird das Damen-WC sein. Ähnlich aufgebaut wie das Männerklo. Das hier wird ein Teil von der Lüftung sein. Alter Schwede, hier hängt originale Zeitung. Guck dir das mal an. Scheiße. Wie krank ist das denn? Finden wir hier ein Datum? 1953. Originale Zeitung von 1953 hängt hier an der Wand. Krass. Ach, das ist ja geil. Hier vorne sieht man das Schild für die Frauentoilette und dahinter auf dem Schild war dann das Schild für die Männertoilette. Das fehlt aber leider. Also der Schriftzug fehlt. Guck dir mal die Steckdosen hier an. Ich finde eigentlich, dass die total modern aussehen. Hier haben wir dann auch wieder so eine kleine Theke, wo man halt irgendwie Sachen anschließen konnte hier mit dem Strom. Auch ein Karton. Das konnte man sein Handy da. Ja, Handy wahrscheinlich. Guck dir das mal an. Das ist ja mal krass. Alles Originalzustand, ne? Ja, Mann.
Guck mal, die haben sich hier so ein kleines Häuschen gebaut, aber aufgeklebt aus Alufolie, ne? Das haben die richtig gebastelt. Das ist unglaublich. Und oben Sterne hingemacht. Also die Leute waren auf jeden Fall sehr kreativ hier, ne? Die müssen ja irgendwas mit jeder Zeit anfangen. Was soll das hier darstellen? Eine Kirche mit einem Wohnhaus. Dann haben wir hier ein paar Tiere. Da hat er, glaube ich, eine Bank. Ich glaube, das ist so, wie die sich das Leben vorgestellt haben. Wie es aber dann nicht war zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, ja. So ein bisschen die Normalität hier runterkriegen. Die sind Ne? aus Zeitungen ausgeschnitten, die Tiere hier. Aus Zeitschriften, weißt du, von damals. Ja. Und hier aufgeklebt. Boah, das ist Wahnsinn. Das haben wir gesehen, ne? Das ist ultra krass. Der Raum ist komplett leer. Hier haben wir wieder eine schöne Tapete. Das sieht richtig geil aus. Digga, hier oben haben wir noch Dachboden hier oben. Hier ist nochmal ein Hohlraum, ne? Oben. So, und in den einzelnen Zimmern hier links und rechts haben nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen gewohnt. Weil die Stadt komplett zertrümmert war. Hier sind sogar noch Namensschilder dran, ne? Guck mal her. Namensschilder an den Türen. Ja. Ultra krass. Hier auch ein Namensschild wieder. Wahnsinn. Theaterwand, oder? Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich die Zwischenwand noch anschauen. Boah, das sieht ja schon fast aus wie so eine Gefängnistüre hier. Boah. Das ist sehr apokalyptisch hier unten. Hier liegen noch Gefäße rum. Hier liegt noch ein Kamm rum. Das sieht aus wie ein Pinsel. Wannenlehnen. Hier liegt noch eine Glühbirne rum. 17.09.1947. Das ist wirklich unglaublich, Leute. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, hier einfach nicht mehr rauszukommen? Oder hier Schutz zu suchen und Angst zu haben, rauszugehen. Das ist wirklich unfassbar. Ah, hier ins Zimmer kommt auch so ein kleines Rohr von der Belüftung rein. Und hier haben wir tatsächlich Wäscheleinen in so einem kleinen Zimmer hier. Trockenraum. Tatsächlich, es war kein Zimmer für eine Person, sondern der Trockenraum, wo die Wäsche damals aufgehangen worden ist. Hier, das sieht auch aus wie so eine Garderobe. Muss ja ultra alt sein. Was ist das hier? Leute, was ist das? Fass mal nicht an. Warum? Weiß ich nicht. Digga, ich dachte erst, das ist eine Mine oder sowas. Ja, Digga, was soll das sein? Na, Feueralarm, Alter, ich weiß nicht, über Sirene, Alter. Eine Sirene? Kann natürlich sein, ne? Ich habe jetzt nichts Elektrisches drin erwartet. Maschinenraum. Boah, die Schriftzüge sind echt ultra krass hier, ne? Kann man hier Maschinenraum. Alter, ist das Schimmel? Ja, das ist Schimmel. Boah. Leider komplett leer. Aber ich finde, von der Größe her, ziemlich klein für einen Maschinenraum. Der ist noch voll. Guck dir das mal an in den Rohren. Hier ist einfach Stroh in den Röhren. Oh. Alter Schwede. Das ist doch mal ein Verfall. Natürlich krass, wenn da jetzt was draufsteht. Ne, da steht noch was Handschriftliches. Wer weiß, wie alt das ist. Hier liegen noch Schuhe. Frauenschuhe. Aber das finde ich Hammer, ne? Das ist ein natürlicher Verfall hier. Guck dir das mal an, die Beschriftungen hier. Eingang 1, Licht, Dieselraum, allgemeine Beleuchtung, Lichtheizung, Eingang 2, Lichtmaschinenraum. Das ist unglaublich. Boah.
Das hier sind die Kurbel für diesen Handfilter, Leute. Die kann man in den Filter reinstecken und dann von Hand aus kurbeln. Die werden hier noch an der Wand gelagert. Ja, das hört ja gar nicht mehr auf. Ach, wir befinden uns jetzt wieder in der Schleuse, ne? Oder? Ja. Hier ist wieder diese Luke oben, ja. Genau, jetzt haben wir hier denselben Eingang, nur an einer anderen Stelle. Und was ist das hier? Das ist der gleiche wie links. Das ist der Heizungsraum. Das ist der Ofen. Und da uns lag mal Kohle. Ach, und dann haben die Kohle in den Ofen geknallt, um das Ding hier zu heizen. Da steht da oben normal. Nur vorübergehend während des Anheizens. Bedienungsvorschrift. Guck dir mal diese alte Schaufel hier an. Damit haben die Kohle tatsächlich da reingeschüttet. Das ist ja unfassbar. Auf, Warmluftkanal zu. Die Glut und die Asche fiel dann hier runter und damit konnte man dann den ganzen Bunker hier beheizen. Und hier vorne wurde dann die ganze Kohle gelagert. Ey, hier liegt sogar noch Kohle, ne? Ja. Was haben wir hier links? Mal so einen kleinen Motor. Hier passt man wirklich kaum durch die Türen. Die gehen nämlich nicht mehr auf hier. So, und hier haben wir dann wieder so eine kleine Schleuse. Und das ist der nächste Ausgang. Das heißt, wir hatten jetzt in diesem Bunkerabschnitt hier 2 Eingänge. Und hier haben wir dasselbe Spektakel, Leute. Dieselbe Türe mit dieser kleinen Luke da oben. Hier haben wir auch den klassischen Raum für den Bunkerverwalter. Er hat dann quasi von hier alles gemanagt. Hat seine eigenen Steckdosen hier. Hier so einen kleinen Schreibtisch, sage ich jetzt mal. Direkt gegenüber von dem Maschinenraum. Damit würde ich dieses Lost Place Abenteuer an der Stelle auch gerne beenden. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke und schreibt gerne was in die Kommentare. Dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns im nächsten Lost Place Abenteuer wieder. Bleibt gesund, haut rein und ciao.